Während Frank auf dem Flughafen herumirrte und nach jemandem suchte, der uns mitnehmen sollte, hockte ich schwitzend auf einem der Koffer und versuchte, die Katze zu beruhigen, die inzwischen in ihrem Korb fürchterlich zu miauen begonnen hatte. Und als ich schon davon überzeugt war, meine erste Nacht im Orient am Flughafen zu verbringen, hatte Frank, Arbeiter von der Baustelle, die gerade jemanden zum Flughafen gebracht hatten, aufgegabelt. Endlich saß ich, nachdem wir unser Gepäck verstaut hatten, eingezwängt zwischen einem Polier und einem Eisenbieger mit der Katze auf dem Schoß im Fond eines Pickups. »Achen was Sachen«, lachten die Männer. Und Frank übersetzte, das heißt auf Arabisch, »Herzlich willkommen«. Das Gebiet um den Hafen herum war in verschiedene Sektionen unterteilt. Sobald wir eine Sperrzone passierten, musste ich mich ducken, denn ich hatte zwar ein Visum, aber noch nicht die nötigen Passierscheine. Ich schwitzte, aber ich schwitzte diesmal vor Angst. Bei jeder Kontrolle kroch ich so weit wie möglich in den Fußraum des nicht sonderlich sauberen Pickups, während die beiden Männer einen deftigen Witz nach dem anderen rissen. Aber wir hatten Glück. Die Fahrt ging problemlos weiter durch die warme Nacht. Schlagbaum auf Schlagbaum folgte, während uns die Security freundlich durchwinkte. Schließlich erreichten wir weit nach Mitternacht das Camp. Ein Pakistani kam aus dem Häuschen an der Schranke, schaute prüfend in den Wagen, und als er feststellte, dass ich keinen Campausweis besaß, winkte er entschieden ab. Ich konnte nicht verstehen, was er sagte, aber Frank und die beiden anderen Männer stiegen aus und redeten mit Händen und Füßen auf den Mann ein. Irgendwann fiel das Wort Backschisch, und ein Geldschein wanderte in die Hand des Wächters. Während ich fix und fertig im Auto saß und mich seelisch schon darauf vorbereitete, wieder zurück zu müssen, öffnete der Mann schließlich die Schranke. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Es brannten nur ein paar Lichter in den unzähligen Häusern. So groß hatte ich mir das Camp gar nicht vorgestellt. Die Häuser waren auf Sand gebaut. Hier wurde das Meeresufer trockengelegt und als Untergrund für die Häuser mit Sand aufgeschüttet, erklärte mir Frank. Es sah wunderschön aus, wie an einem Traumstrand im Urlaub. Als ich die Katze aus dem Korb ließ, wälzte sie sich übermütig im Sand. Am liebsten hätte ich das auch gemacht. Die Strapazen waren vergessen. Ein lauer Wind streichelte mein Gesicht. Es roch nach Salz und Sand. Straßenlaternen gab es noch nicht. Das silberne Licht des Mondes fiel auf den weißen Sand und sah aus wie Schnee. Weil niemand mit unserer Ankunft gerechnet hatte, war unser Haus noch nicht einzugbereit. Das Leitungswasser, das ich gierig schlürfte, als wir kurz darauf Franks Container betraten, schmeckte nach Salz. Aufbereitetes Meerwasser. Meer und Sand, der Stoff, aus dem die Träume sind. Meine neue Heimat. Ich war endlich angekommen. Die Pritsche, die Frank und ich uns teilten, war so schmal, dass ich ein Bein vor das Bett stellen musste, um nicht herauszufallen. Kater Leo lag schnurrend auf meiner Brust, und so sehr ich ihn auch liebte, bequem war das nicht. Meine erste Nacht in Saudi-Arabien. Mein neues Leben. Das Abenteuer konnte beginnen. Hallo meine Lieben. Ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.